Rucksäcke sind gepackt. Wir sitzen in Brestovar und genießen den Blick nach Kres, dessen blaue Bergketten nach Süden hin im Dunst verschwinden, und warten auf die Fähre nach Porojina. Es ist Anfang April. Absolute Nebensaison für die Via Apsotidis. Die meisten Unterkünfte sind geschlossen, viele Supermärkte ebenfalls und auch geöffnete Restaurants sind die Ausnahme. Aber was soll's? Das Wetter ist schön und die Vorfreude groß. Porojina empfängt uns eher unattraktiv mit viel Beton. Das eigentliche Dorf liegt ein paar Meter weiter oberhalb der Straße. Es ist bereits Mittag, als wir hier in Richtung Ivanje starten. Wir laufen über steindurchsetzte Wege durch einen Mischwald aus Steineichen und Buchen und anderen Bäumen. Viel blüht noch nicht, die ersten Alpenveilchen zeigen ihr Gesicht und wir sehen Nieswurz, Schabockskraut und hüfthohe Wolfsmilchgewächse. Hier darf der Wald noch Wald sein. Umgestürzte Bäume bleiben liegen, zerfallen bis aufs Skelett und bieten vielen Pflanzen und Tieren neue Nahrung. Langsam steigen wir ins knapp 300 Meter hoch gelegene Ivanje auf, wo wir Mittagspause halten. Der Blick von dort geht bis Rijeka. Ivanje, der nördlichste Ort der Insel, hat sicherlich schon bessere Zeiten gesehen. Wir stehen vor zerbröselnden Gemäuern mit leeren Fenstern und verrosteten Balkonen und ein paar Wellblechschuppen. Naja, eine Kapelle gibt es auch. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch 137 Einwohner. Heute ist ihre Zahl einstellig. Kosmatschew, ein Tümpel auf dem Weg nach Beli, wird touristisch als Highlight herausgestellt. Wegen des Karstuntergrunds ist es das wahrscheinlich auch. Aber vom Erscheinungsbild her ist es einfach, ein Tümpel. Auch vom nächsten Highlight hatten wir uns eigentlich mehr erwartet. Das Labyrinth, das der Göttin Lada gewidmet ist, sieht ein bisschen verwahrlost aus. Ein Teil ist offenbar den Wildschweinen zum Opfer gefallen, ein anderer liegt unter Laub begraben. Aber Spaß macht es trotzdem, den Weg in die Mitte zu suchen. An Schafen vorbei, die hier im Wald grasen oder eher lauben, erreichen wir schließlich Beli, unser erstes Etappenziel. Am Morgen schauen wir uns Beli an. Wie in Ivanje ist auch hier tote Hose. Der Ort sieht aber insgesamt gepflegter aus. Wahrscheinlich lebt er in der Saison auf. Wir sehen jedenfalls keinen Menschen. Aber immerhin 2 Katzen. Wir steigen einen steilen Kreuzweg hinauf und laufen dann einige Kilometer auf breiten Waldwegen. Eigentlich langweilig, wenn da nicht immer wieder diese kleinen Biotope in den abgestorbenen Bäumen wären. Sredni ist das Anwesen einer reichen Bauern- und Hirtenfamilie. Oder besser gesagt, war. Denn es verfällt schon seit über 100 Jahren. Was einst ein Landgut war, ist heute ein Lost Place. Wir steigen zu dem Höhenrücken auf, der Kres von Nord nach Süd durchzieht. Kurz vor dem höchsten Punkt sehen wir auf einmal Gänsegeier in der Thermik kreisen. Immer wieder faszinierend, diese majestätischen Vögel, wie sie ohne einen Flügelschlag sich aufwärts und aufwärts winden.
Auf dem 639 Meter hohen Sis, dem beinahe höchsten Berg von Krees, hat man eine fantastische Aussicht. Besonders der Blick nach Süden ist beeindruckend. Hier ist Krees nur 3 Kilometer breit. Sturm. Mit 90 km/h fegt die Bora von Nordosten vor uns hinweg, sodass wir uns kaum auf den Beinen halten können. Wenn das den ganzen Tag so bleibt, liegt das in der Zumutungsskala irgendwo zwischen sehr anstrengend und extrem herausfordernd. Zum Glück versteckt sich der Weg bald im Windschatten von Bäumen und Trockenmauern. Die Hirten, deren alten Pfaden wir folgen, wussten vermutlich ziemlich genau, welcher Wind der stärkste ist und wie man sich am besten vor ihm schützt. Kilometerweit laufen wir nun über von Wacholderbüschen durchsetzten Kalkschotter. Sonstige Pflanzen sind kaum zu sehen und hatten wohl auch durch die jahrhundertelange Bewirtschaftung mit den hier typischen Kreesschafen keine Chance. Bald laufen wir auf einer mit gemeißelten Randsteinen eingefassten Schotterstraße. Ab 1806 herrschten die Franzosen über Krees, wenn auch nur für 7 Jahre. Aus dieser Zeit stammt diese Straße, die Krees und Lozin ursprünglich von Nord nach Süd verbinden sollte. Durch Olivenhaine, die sorgfältig und mühsam durch zweireihige Trockenmauern unterteilt sind, nähern wir uns schließlich Krees. Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts war Krees eine kleine, aber gut befestigte Stadt, die jedoch immer im Schatten des wichtigeren Osor stand. Dann wendete sich das Blatt. Der Inselherzog beschloss, aus dem verfallenden und malariaverseuchten Osor nach Krees umzuziehen, das so zum neuen Zentrum der Insel wurde. In den folgenden 150 Jahren entwickelte sich Krees zu einer reichen Renaissancestadt, die durch Mauern und Türme neu befestigt wurde. Bis heute ist der alte Stadtkern erhalten. Wir kaufen beim Bäcker 2 kleine Calzone und bekommen einen Kaffee gratis. Wow, der Tag fängt gut an. Nachdem wir die Bucht von Krees umrundet haben, laufen wir wieder ein paar Kilometer über die alte Napoleonstraße. Dann wird der Weg schmaler und meistens von den hier so typischen zweireihigen Trockenmauern flankiert. Immer wieder müssen wir durch Gatter, die die Wege von den Weideparzellen trennen. Die Methoden, mit denen die Tore geschlossen werden, sind dabei so fantasievoll, wie einfach, wie wirkungsvoll. Den Nachmittag verbringen wir auf einem langen und auf die Dauer eintönigen Forstweg. Naja, immerhin gibt es rechter Hand immer wieder einen schönen Ausblick auf die Bucht von Krees, bis wir in Walloon ankommen. Die heutige Etappe wird lang, aber die Bora hat nachgelassen und es ist wieder wärmer. Unser erstes Tagesziel heißt Lubenice. Die Römer nannten Lubenice Hibernatia, da es hier auch im Sommer kalt sein kann. Im Mittelalter war die Siedlung befestigt und damit wohl nicht ganz unbedeutend. Davon zeugen noch mehrere Kirchen und 2 Stadttore. Heute ist der Ort wohl hauptsächlich im Sommer bevölkert, von Touristen. Eine herrliche Sicht auf die Quarner Bucht und bis zur Südspitze Istriens hat man hier jedenfalls.
Nach Lubenice geht es zunächst ein Stück durch Nadelwald. Während wir durch dessen grünes Zwielicht laufen, schimmert rechts von uns das Blau des Meeres zwischen den blättrig grauen Kiefernstämmen hindurch. Über einen steilen und schmalen Bergweg knirschen wir mal über trockene Kiefernadeln, mal stolpern wir über rutschiges Geröll oder steigen über kleine Felsstufen auf. Unsere Mittagspause verbringen wir mit Blick aufs Meer und in der Gesellschaft von Eidechsen und Schwalbenschwänzen. In Vidovici leben nur noch 2 Einwohner permanent. Quasi alles, was man hier an Bausubstanz sieht, sind Ferienhäuser. Tags drauf lernen wir allerdings Tamara kennen, die mit ihrem Mann dort gerade ein altes Bauernhaus renoviert, um mit ihrer Familie ganzjährig drin zu wohnen. Die Nebensaison hat so ihre Tücken. Nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten abseits der 2 größeren Städte. Und wenn, dann gibt es kein Restaurant. Oder keinen Lebensmittelladen. Oder kein Restaurant und keinen Lebensmittelladen. Und so musste ich heute Morgen erstmal eine halbe Stunde hin und natürlich auch wieder zurück zum nächsten Laden laufen. Aber was soll's. Es ist ein herrlicher Tag und schon schlängelt sich ein besonderes Highlight über unseren Weg. Eine Sheltopusik oder auch Panzerschleiche. So eine Art Monsterblindschleiche. Fast 1 Meter lang und wie alle Schleichen völlig ungiftig. Wir machen eine Mittagspause in Ustrine. Das Dorf liegt am Rand eines 180 Meter hohen Bergrückens, der steil zur breiten Bucht von Prorad abfällt. Ein schöner Blick, der nur akustisch eingetrübt wird von dem Betonmischer, der in Vorbereitung der Touristensaison auch hier wieder läuft. Schließlich laufen wir noch 2 Kilometer geradeaus und beinahe meditativ durch eine weite Weidelandschaft. So ähnlich stelle ich mir den Jakobsweg vor, nur dass es hier wohl viel ruhiger ist. Salbei, soweit das Auge reicht. Der Duft füllt die Nase und auch die Bienen stehen drauf. Im Dorf Stivan, durch das wir gestern gelaufen sind, wurde der Grundstein für die moderne Bienenzucht in Kroatien gelegt und die Insel Cres ist bekannt für ihren Salbeihonig. Vorbei geht es an einer kleinen Wallfahrtskirche zu dem Ort Loza. Das kroatische Loza bedeutet Wein, aber von Weinbau ist hier nichts mehr zu sehen. Stattdessen ist es wieder so ein verfallender Ort, aus dem nur ein Neubau heraussticht. Ansonsten holt sich die Natur hier zurück, was auch früher schon einmal ihr gehörte. Im zentralen Teil der Halbinsel, über die wir heute laufen, liegt die Yamina Sredi. Eine Einsturzdoline nebst angrenzender Höhle, die schon von paläolithischen Jägern und neolithischen Bauern bewohnt wurde. Ihre ehemaligen Bewohner und die zeitliche Abfolge kennt man, seit sich Archäologen in den 1950er Jahren durch 6 Meter Sediment gearbeitet haben. Die Brackwassertümpel der Slatin von Orsor gelten als Zwischenstation für Zugvögel und Standort vieler Libellen. Die Zugvögel sind allerdings schon weg und die Libellen noch nicht da. Der Tümpel dümpelt vor sich hin und wir können lediglich den Gräsern beim Rauschen zuschauen. Orsor liegt am Kanal Kavada, der Cres von Lozin trennt und zugleich die schmalste Landverbindung zwischen den beiden Inseln darstellt. Heute wird der Kanal vor allem von kleineren Fischkuttern, Segeln und Touristenbooten genutzt. Ansonsten ist Orsor gerade ziemlich tot und wartet auf den Beginn der Tourismussaison. Nein, Zeit zum Ausruhen haben wir noch nicht. Heute steht uns die längste und härteste Etappe der Tour bevor. Kilometerlang soll es über die Orsoršica gehen, den Bergkamm, der Lozin von Nord nach Süd durchzieht. Die erste Pause machen wir dann am Planinarski Dom, einer Berghütte, die in der Saison bewirtschaftet ist.
Je höher wir kommen, desto besser wird der Ausblick. Wir sehen zurück auf Krees, hinüber nach Osor und noch weiter bis zum Velebit-Gebirge auf der Ostseite der Quarner Bucht. Auf einem felsigen Pfad laufen wir nun zur Televrina, dem höchsten Punkt der Ososchica und einem fantastischen Aussichtspunkt. Insbesondere der Blick nach Süden, wo Ložin langsam im Meer versinkt, ist überwältigend. Dann beginnt der landschaftlich großartige, aber auch lange und anstrengende Abstieg über scharfkantige Kalkfelsen, der Grund für die Schwierigkeitseinstufung dieser Etappe ist. Am Abend sind wir jedenfalls froh, in unserer Unterkunft angekommen zu sein. Gleich unterhalb von Šunski kommen wir ans Wasser. Türkis empfängt es uns und unglaublich klar. Kein bisschen Trübung ist zu sehen, man kann jeden Stein am Grund erkennen. Die heutige Etappe ist zwar nur halb so lang wie die gestrige, gilt aber wiederum als schwierig. Das liegt wohl daran, dass man die ganze Zeit an der felsigen Küste entlang läuft. Ohne Weg, nur den Markierungen folgend. Und wieder haben wir erodierten Kalk unter den Füßen mit Löchern und Rillen und Scharten. Nur zeitweise gehen wir auf geneigten Platten und dann wieder auf den scharfkantigen Felsen, sodass mich eine leichte Angst beschleicht, dass meine Schuhsohlen das nicht überstehen könnten. Aber irgendwann haben wir auch den heutigen Spitzen- und Kantentanz beendet und landen in einer Badebucht. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen und steige ins Wasser. Aber im April ist das Mittelmeer doch noch lausig kalt. Mein Kreislauflimit ist knapp unter der Brust erreicht. Wir überqueren den schmalen Privlaka-Kanal, der die hier nur 80 Meter breite Insel durchschneidet, und erreichen Mali Ložin, den Hauptort der Insel. Die touristische Flaniermeile führt uns vorbei an Restaurants und Cafés zum Zentrum des Ortes, dem alten Hafen. Am Morgen ist das Wetter umgeschlagen. Es ist grau, nur 15 Grad und außerdem ist für den Nachmittag Regen angekündigt. Auch der Kormoran, der sich das ankernde Boot als Ruheplatz ausgesucht hat, wirkt unbegeistert. Durch den Kiefernwald der Čikat, das Ergebnis einer Aufforstung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, laufen wir zum Nordende der Halbinsel. Die Vela Straza, auf der wir jetzt stehen, war lange Zeit von strategischer Bedeutung. Sie ist der perfekte Aussichtspunkt zur Bewachung der Hafeneinfahrt von Mali Ložin. Die Westküste entlang laufen wir auf Betonplattenwegen an einem riesigen Campinggelände vorbei, mit Wohnmobilstellplätzen, Mobile Homes und allem Pipapo. In der nächsten Bucht gibt es dann einen Hotelkomplex und anschließend weitere Hotels und Villen. Alles in allem fällt diese Etappe wegen des touristischen Umfelds insgesamt doch stark ab. Okay, Infrastruktur hat ja auch Vorteile. Nach Süden hin wird es dann wieder ruhiger, sodass die Etappe doch noch einen versöhnlichen Abschluss bekommt, bevor uns dann zurück in Mali Ložin der Regen erwischt. Auf zur letzten Etappe.
Wir starten in Veli Lošinj. Mit der aufkommenden Seefahrt wurde Veli Lošinj zu einem wirtschaftlich starken Hafen, was sich auch in der größten Barockkirche auf den Adriatischen Inseln manifestiert hat. Der nächste Ort an der Westküste, Rovenska, wirkt dagegen viel beschaulicher. Was dann folgt, ist viel Küste und viel Wind. Heute heißt er Jugo und kommt deshalb von Süden. Und das heißt uns entgegen, und zwar ziemlich heftig, als wollte er uns auf den letzten Kilometern noch vom Erreichen unseres Zieles abhalten. An der Südküste von Lošinj angekommen, blicken wir auf die noch weiter südlich liegenden Inseln Kosjak, Sveti Petar und Ilovik. Eine kleine Personenfähre bringt uns nach Ilovik hinüber. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Wer nicht unbedingt muss, geht bei diesem Wetter nicht vor die Tür. Wir müssen zwar auch nicht, aber wir wollen. Das Cape Radovan ist jetzt unser Ziel. Das letzte Stück geht nochmal über Felsen. Alles ist voller Strandgut. Schwemmholz, Schuhe, Bojen, Autoreifen, Sandalen. Und dann ist es soweit. So, hier stehen wir jetzt am südlichsten Punkt von Ilovik, damit dem definitiven Endpunkt der Via Amsyrtidis. Links Meer, rechts Meer, geradeaus Meer. Und damit wir auch ja nicht vergessen, was wir alles gelaufen sind, zeigt uns ein Schild am Cape Radovan noch einmal unsere ganze Route. Und auch wenn das Wetter gerade kein Anlass zur Freude ist, ein bisschen freuen tun wir uns trotzdem. Und erst recht am nächsten Tag, wenn es wieder warm und trocken ist.